An diesem Morgen hungerte niemand, und trotzdem begann im Dorf das Sterben. Niemand hatte erklären können, wann genau es begann. Es gab keinen Schrei, kein Zeichen am Himmel, keine Glocke, die so früh schlug, und doch wusste jeder, der an diesem Morgen die Augen öffnete, etwas stimmte nicht, der Nebel lag ungewöhnlich tief über den Feldern, als hatte sich absichtlich gesenkt, alles darunter zum Schweigen zu bringen. Die Sonne stand bereits über den Hügeln, aber im Dorf regte sich nichts. Kein Klappern von Holzschuhen, kein Rufen zwischen den Hofen, kein Lachen der Frauen, das sonst wie ein dünner Fadenleben zwischen den Häusern hing. Graf Albrecht von Rabenfels ritt an der Spitze seiner kleinen Abordnung die Hauptgasse hinunter. War gekommen, Abgaben einzutreiben. Getreide, Eier, Wolle, alles wie jedes Jahr. Die Ernte war gut gewesen, die Speicher gefüllt, es gab keinen Grund zur Unruhe. Und doch gefiel ihm die Stille nicht. Warum arbeitet hier niemand? Fragte ohne sich umzudrehen. Keiner der Männer antwortete sofort. Erst nach einigen Schritten murmelte der Verwalter, die Frauen sind nicht draußen, Herr. Albrecht zog die Zügel in sein Pferd schnaubte les. Nicht draußen, wiederholte dann holt sie. Die Soldaten stiegen ab und betraten den ersten Hof. Die Tür stand offen. In der Kutsche hing ein Topf über der Feuerstelle kalt. Auf dem Tisch lag ein Laib Brot, sauber geschnitten, als hatte jemand vorbereitet und dann vergessen. Hier ist niemand, rief einer. Im Haus sind sie, sagte ein Mann aus dem Dorf leise. Seine Stimme klang, als hatte sie lange nicht benutzt, auf den Betten. Der Graf trat ein. Die Luft roch nach feuchtem Stroh und abgestandener Warme. Im Halbdunkel lag eine Frau auf einer schmalen Pritsche. Ihr Gesicht war eingefallen. Die Haut spannte sich über die Knochen. Die Augen waren geschlossen. Die Hände ruhten reglos auf dem Bauch. Ist sie krank? Fragte Albrecht. Der Mann schüttelte den Kopf. Sie ist nicht. Der Graf sah sich Sacke mit Getreide lehnten an der Wand. Ein Krug mit Milch stand bereit. Es fehlte an nichts. Seit wann? Seit 3 Tagen. Albrecht trat nahe, beugte sich vor, beobachtete den kaum sichtbaren Atem. Hatte hungernde gesehen, nach schlechten Wintern, nach Kriegen. Sie bettelten, sie weinten, sie kämpften jeden Bissen. Dies Frau tat nichts von alledem. Weg sie, befahl Der Mann berührte ihre Schulter, vorsichtig zuerst, dann fester. Keine Reaktion. Erst nach einem langen Moment öffnete sie die Augen einen Spalt. Euer Blick glitt über den Grafen hinweg, als sei nicht mehr als ein Schatten an der Wand. Brot, sagte der Graf, gib ihr Brot. Ein Soldat reichte ihr ein Stück. Die Frau sah es an, lange, dann drehte sie den Kopf zur Seite. Warum? Entfuhr es dem Soldaten. Die Frau antwortete nicht. Haus Haus wiederholte sich das Bild. Überall Frauen, reglos, still, ausgemergelt und doch umgeben von Nahrung. Kinder saßen daneben, ungewöhnlich ruhig. Männer standen unschlüssig in den Türrahmen, als warteten sie auf eine Anweisung, die niemand aussprach. Nach dem sehenden Haus begann der Graf zu schweizen, trotz der Kälte. Holt den Priester, sagte knapp. Vater Matthaus kam hastig, das Kreuz fest in der Hand. Untersuchte mehrere Frauen, legte sein Ohr an ihre Brust, murmelte Gebete. Schließlich richtete sich auf, sie hungern, sagte leise.
Der Graf lachte kurz hart, Unsinn. Niemand hungert higher, meine Speicher sind wohl. Der Priester senkte den Blick, und doch verweigern sie die Nachrung. Der Graf schweig, ein Gedanke drängte sich ihm auf, den sofort zurückweisen wollte. Niemand verhungert freiwillig, verteilt Brot an alle, befahl schließlich, sofort. Die Soldaten taten, was ihnen gesagt wurde. Sie legten Brot in die Hände der Frauen, hielten einen Becher mit Suppe an die Lippen, einige Frauen öffneten kurz die Augen, keine aß, eine von ihnen, kaum hörbar, flüsterte, nicht jetzt. Was hast du gesagt? Fragte der Graf scharf. Die Frau antwortete nicht mehr. Der Tag schritt voran, aber das Dorf blieb wie erstarrt. Keine Arbeit wurde aufgenommen. Die Mühlen standen still, die Ofen bleiben kalt. Mit jeder Stunde wurde deutlicher, was fehlte nicht Nahrung, sondern die Hände, die das Leben im Dorf trugen. Am Nachmittag versammelte der Graf die Männer auf dem Platz. Wer hat damit begonnen? Fragte wer hat ihre Frauen dazu gebracht? Die Männer sahen sich an ratlos. Niemand, Herr, sagte schließlich einer. Es geschah. Gleichzeitig. Gleichzeitig? Ja, ohne Absprachen, ohne Worte. Das war es, was Albrecht am meisten beunruhigte. Kein Aufruhr, kein Anführer, kein Feind, den man bestrafen konnte. Als die Dämmerung einsetzte, zog sich der Graf ins Haus des Dorfwörters zurück. Vor ihm lag das Abgabenbuch. Zahlen, sauber geführt. Alles stimmte und doch bedeuteten sie plötzlich nichts mehr. Draußen senkte sich die Nacht über das Dorf. Hinter geschlossenen Türen lagen Frauen wach. Sie flüsterten nicht, sie sangen nicht, sie warteten, und zum ersten Mal, seit Albrecht von Rabenfels über dieses Land herrschte, stellte sich eine Frage, die ihm die Kehle zuschnürte: Was bleibt von einer Herrschaft, wenn diejenigen verschwinden, die sie am Leben halten, ohne fortzugehen? Im Dunkel, unsichtbar und unaufhaltsam, hatte der Hunger begonnen, nicht in den Magen, sondern im Fundament der Macht. Am zweiten Tag begriff der Graf, dass Hunger nicht dort beginnt, wo Nahrung fehlt, sondern dort, wo sie nicht mehr sammelt. Der Morgen kam ohne Erlösung. Keine Frau war in der Nacht gestorben. Doch genau das machte alles schlimmer. Der Hunger hatte nicht getötet, hatte sich eingerichtet. Graf Albrecht von Rabenfels stand am Fenster des Försterhauses und blickte auf den Dorfplatz. Normalerweise hatte man diese Stunde bereits Bewegung gesehen. Frauen mit Korben, Kinder mit Holz, Stämmen, die den Tag eröffneten. Jetzt lag der Platz leer da, als hatte jemand beschlossen, Eichen aus der Zeit zu schneiden. Wie viele? Fragte ohne sich umzudrehen. Der Verwalter schluckte, 42 Frauen, Herr, keine hat heute gegessen. Albrecht ballte die Hand zur Faust. Und die Kinder, die essen. Aber sie fragen nicht mehr. Das beunruhigte ihn fast noch mehr. Ließ die Glocke schlagen. Einmal. Dann noch einmal. Männer kämen zögernd aus den Häusern, blickten unsicher sich, als konnten sie für ihre bloße Anwesenheit bestraft werden. Frauen erschienen nicht, das hier ist kein Aufstand, begann der Graf, und kein göttliches Zeichen. Es ist ein Irrtum, ein Missverständnis. Niemand antwortete. Ihre Frauen werden essen, sagte lauter, heute. Befahl, die großen Speicher zu öffnen. Säcke wurden aufgerissen. Getreide auf den Platz geschüttet.
Mehl verteilt. Suppe wurde gekocht, Brot gebacken. Mehr, als das Dorf an einem gewöhnlichen Tag verbraucht hatte. Der Geruch allein hatte jeden Hungernden in die Knie gezwungen. Die Soldaten trugen Schellen in die Häuser. Sie setzten sich neben die Frauen, redeten auf sie ein, flehten, befahlen, drohten. Manche Frauen schlossen die Augen. Andere sahen die Schalen an, lange, ruhig und rührten sie nicht an. Eine junge Soldatin kaum älter als die ältesten Mädchen im Dorf, brach schließlich in Tränen aus. Warum tut ihr das? Schluchzte sie. Eine Frau antwortete ihr leis, weil ihr uns sonst nicht zuhört. Die Worte verbreiteten sich wie ein Geruch, obwohl sie kaum jemand gehört hatte. Am Mittag kam Vater Matthäus erneut zum Grafen. Sein Gesicht war grau. Das ist kein gewöhnlicher Hunger, sagte er. Eure Körper mussten sich wehren. Sie mussten zittern, wimmern, beten. Und warum tun sie es nicht? Fauchte Albrecht. Der Priester zögerte, weil sie sich entschieden haben. Der Graf schlug mit der Hand auf den Tisch. Entschieden wofür? Den Tod. Nein, sagte der Priester langsam, für etwas anderes. Albrecht ging hinaus. Er musste die Frauen selbst sehen. Nicht liegend, nicht schweigend. Er wollte einen ins Gesicht sprechen. Im dritten Haus fand er eine ältere Frau, die halb aufgerichtet an der Wand saß. Ihre Augen waren wach. Klar. Du bist nicht krank, stellte er fest. Nein, du hast zu essen. Ja, warum isst du nicht? Die Frau schwieg einen Moment. Dann sagte sie, weil ich es mein Leben lang getan habe, wenn man es mir sagte. Albrecht spürte, wie sich etwas in ihrem verschob, ein kaum wahrnehmbares Kippen. Du wirst sterben, sagte er, vielleicht, antwortete sie ruhig, aber nicht umsonst. Am Nachmittag ließ der Graf alle Männer erneut versammeln. Seine Stimme hatte nun einen anderen Klang. Weniger Befehl, mehr Drangen. Redet mit ihren Frauen, sagte er, findet heraus, was sie wollen. Die Männer gingen, viele kamen nicht zurück. Ein junger Bauer, dessen Frau seit dem ersten Tag nichts gegessen hatte, kniete schließlich vor dem Grafen. Sie sagt, sie will nichts, flüsterte er, nicht Brot, nicht Gnade. Was dann? Der Mann hob den Blick, als fürchte er, jemand konnte die Worte hören. Sie sagt, ohne sie gabe es das Dorf nicht. Und nun sollen wir sehen, wie es ohne sie ist. Der Graf lachte kurz, doch es klang hohl. Denn während er lachte, begriff er, das Dorf sah es bereits. Die Mühle stand still, niemand hatte das Getreide gemahlen. Die Webstühle verstummten, Wunden bleiben unbehandelt. Kinder weinten nachts, weil niemand die alten Lieder sang, die den Schlaf brachten. Der Hunger hatte begonnen, anderswo zu wirken. Als die Sonne unterging, brachte man dem Grafen Bericht. 2 Frauen waren bewusstlos geworden, noch lebend, noch immer ohne einen Bissen. Albrecht saß lange schweigend da. Zum ersten Mal fragte er sich nicht, wie er diesen Zustand beenden konnte, sondern wie lange er ihn ertragen konnte. In dieser Nacht ging ein Mann durch das Dorf und hörte etwas, das ihn frösteln ließ, leise Schritte im Dunkeln, nicht flüchtig, geordnet, als folgten sie einem Plan. Am zweiten Tag war klar, dies war kein Hunger aus Mangel, es war ein Hunger ohne Ursache. Und genau deshalb war er gefährlicher als alles, was Albrecht je erlebt hatte. In der dritten Nacht erkannte man, die Frauen waren nicht schwach, sie waren organisiert.
Der Mond stand neidrig, als hatte auch beschlossen, sich dem Dorf nicht zu sägen. Graf Albrecht von Rabenfels lag wach auf dem harten Bett im Haus des Vorstehers. Hatte den Mantel nicht abgelegt. Etwas in Eichem weigerte sich, diesen Ort als sicher zu akzeptieren. Es war still, zu still. Dann hörte es Schritte, leicht, gedampft. Nicht hastig, nicht heimlich im üblichen Sinn bedacht, weil Schritte von Menschen, die genau wussten, wohin sie gingen. Albrecht setzte sich auf, lauschte. Die Schritte kamen nicht von einer einzelnen Richtung. Sie verteilten sich. Griff nach seinem Schwert und trat ans Fenster. Zwischen den Häusern bewegten sich Gestalten. Klein, gebückt, in Tücher gehüllt. Sie hielten Abstand zueinander. Doch sie bewegten sich im gleichen Rhythmus. Frauen, murmelte sie hatten tot sein sollen. Oder wenigstens zu schwach, zu gehen. Am Morgen ließ der Graf den Verwalter kommen. In der Nacht waren Frauen draußen, sagte Albrecht ohne Umschweife. Der Verwalter nickte langsam. Die Männer haben es auch gehört. Und niemand hat sie aufgehalten. Albrecht schlug mit der Faust gegen die Tischkante. Warum nicht? Der Verwalter senkte den Blick, weil niemand wusste, ob es durfte. Das Dorf hatte gelernt, dass es Regeln gab und dass diese Regeln plötzlich nicht mehr galten. Der Graf ließ die Häuser durchsuchen. Die Betten der Frauen waren leer, aber ordentlich. Kein Zeichen von Flucht, keine gepackten Bündel, keine Spuren von Gewalt. Als die Soldaten gegen Mittag zurückkehrten, hatten sie nichts gefunden, außer eines, Erde an den Saumen der Kleider, feuchte Erde, Wald. Albrecht ritt selbst hinaus. Der Pfad führte zwischen alten Bäumen hindurch, tief genug, dass das Licht nur gefiltert den Boden erreichte. Dort, wo früher Holz geschlagen wurde, öffnete sich eine kleine Lichtung. Spuren im Gras, Weile, geordnet, kreisförmig. Keine Feuerstelle, keine Opfergabe, keine Zeichen eines Rituals, wie der Graf sie ausgeschickten kannte, nur der Abdruck von Füßen, Frauenfüßen, barfuß. Sie haben sich hier getroffen, sagte der Priester, der Eihan begleitet hatte. Was haben sie getan? Fragte Albrecht. Vater Matthaus schwieg. Dann sagte sie haben nicht gebetet. Das war schlimmer, als hatte es getan. Am selben Abend versuchte der Graf etwas anderes. Ließ einen Boten holen. Eine Frau, jung, unverheiratet. Noch nicht Teil der kollektiven Weigerung. Sie hatte gegessen. Sie hatte gearbeitet. Noch, du wirst zu ihnen gehen, sagte Albrecht, und zu hören. Die junge Frau zitterte, sie reden nicht weil, flüsterte sie, dann hör genau hin. Sie kam in der Nacht zurück, blass, ihre Augen glanzten. Was hast du gehört? Fragte der Graf, der Frau rang nach Worten. Sie haben nichts beschlossen, sagte sie schließlich. Albrecht runzelte die Stirn, nichts. Nicht so, wie es meint, Herr, keine Anführerin, keine Befehle, sie stellen Fragen, immer wieder dieselben. Welche? Die junge Frau schluckte. Was geschieht, wenn wir nichts mehr tun? Und wie lange dauert es, bis sie es merken? Albrecht spürte ein Ziehen in der Brust. Am vierten Tag begannen die Folgen sichtbar zu werden. Nicht schlagartig, sondern schleichend, wie Schimmel, der sich ausbreitet, während man noch glaubt, die Wand sei trocken, das Brot wurde hart. Nicht, weil kein Mehl da war, sondern weil niemand es rechtzeitig backte. Die Wasche blieb ungewaschen.
kleine Verletzungen entzündeten sich. Kinder bekamen Fieber, das niemand mit Krautern senkte. Die Männer versuchten, Aufgaben zu übernehmen. Sie scheiterten nicht aus Unfähigkeit, sondern aus Unkenntnis. Niemand hatte ihnen je gezeigt, wie alles zusammenhing. Der Hunger war noch immer nicht in den Magen. War in den Ablaufen. Albrecht ließ erneut die Glocke schlagen. Wollte reden, fordern, drohen, wenn es sein musste. Diesmal kam niemand, nicht einmal die Männer. Am Rand des Dorfes fand man später einen Zettel, mit Kreide auf Holz geschrieben. Kein Name, keine Unterschrift. Nur ein Satz, wir sind da, aber wir arbeiten nicht. Der Graf las ihn mehrmals. Spürte, wie es sich etwas Grundlegendes verschob. Es war keine Rebellion im üblichen Sinn, keine Gewalt, keine offenen Forderungen. Es war Abwesenheit mit Absicht. In der Nacht folgte ihnen, allein. Hielt Abstand, verbarg sich hinter Baumen, beobachtete. Die Frauen kamen weiter zur Lichtung. Sie setzten sich. Manche lehnten an Stammen, andere lagen im Gras, sie sprachen leise, damit niemand einzelne Worte greifen konnte. Es war kein Flüstern aus Angst, es war ein Tonfall, der keine Aufmerksamkeit brauchte. Albrecht konnte nur Fragmente hören. Wenn wir morgen sterben, dann wissen sie wenigstens, wie viel fehlt. Nicht reden. Nicht erklären. Wollte hervortreten, befehlen, fragen. Doch etwas hielt ihn zurück. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte dass seine Anwesenheit nichts ändern würde. Als sich abwandte, hörte eine Stimme klarer als alle anderen. Ruhig, fest, wir tun niemandem etwas an, sagte sie, wir hören nur auf. Alles zu tragen. Der Graf ging zurück ins Dorf, langsamer als zuvor. Wusste nun, was diese Versammlungen waren, keine Verschwörung, keine Sekte, sondern eine Erkenntnis, die geteilt wurde. Am Morgen des 5. Tages lag eine Frau tot in ihrem Haus. Die erste, still, ohne Zeichen von Kampf. Albrecht stand lange neben dem Bett. Und während noch glaubte, der Tod werde die anderen brechen, begriff nicht, dass gerade erst begonnen hatte, ihn selbst zu treffen. Der Graf glaubte, der Tod würde sie zur Vernunft bringen. Stattdessen brachte ihn selbst an den Rand der Macht. Die Frau lag still, als hatte sie beschlossen, selbst im Tod nichts zu erklären. Kein Zucken, kein verzerrtes Gesicht, nur ein Körper, der aufgehört hatte, etwas zu tragen. Graf Albrecht von Rabenfels stand am Fußende des Bettes. Der Priester murmelte Gebete, doch seine Stimme klang dünn, fast unangebracht. Der Tod hatte hier nichts Heiliges, war nüchtern, endgültig. Und vor allem, nutzlos als Drohung. Sie hatte gerettet werden können, sagte Albrecht schließlich. Der Priester hob den Blick, ja, antwortete wenn sie es gewollt hatte. Dieses Wort schnitt tiefer als jede Anklage. Am selben Vormittag ließ der Graf die Glocke schlagen, dreimal, nicht wie sonst, zu rufen, sondern zu zwingen. Soldaten gingen von Haus zu Haus und trugen eine neue Anordnung vor. Jede Frau, die bis Sonnenuntergang nicht ist, wird fortgebracht. Die Worte klangen hart, klar, endgültig. Der Graf war überzeugt, den entscheidenden Schritt getan zu haben. Hunger war eine Sache, Tod eine andere, und Gefangenschaft, so glaubte würde sie brechen. Die Männer im Dorf hörten schweigend zu. Keiner widersprach,
keiner jubelte, einige senkten den Blick, andere ballten die Hände, doch niemand stellte sich offen gegen den Befehl, bis zum Mittag geschah nichts, die Frauen aßen nicht. Am Nachmittag wurden zwei von ihnen Auftragen hinausgebracht. Nicht wehrend, nicht schreiend. Sie ließen es geschehen, als sei auch das Teil des Plans. Eine von ihnen sah ihren Mann an, während man sie vortrug. Sie lächelte nicht, aber sie weinte auch nicht. Ich komme zurück, sagte sie leise. Du wirst sehen. Albrecht beobachtete alles vom Platz aus. Er wartete auf Panik, auf Geschrei, auf den Moment, in dem die übrigen Frauen einknickten. Er wartete vergeblich, als die Sonne unterging. War klar, die Maßnahme hatte nichts verändert. Die Frauen, die geblieben waren, aßen weiterhin nicht. Die Männer begannen, sich zu weigern, weitere Tragen zu tragen. Genug, sagte einer, das ist kein Recht. Albrecht fuhr herum. Recht, wiederholte er scharf. Ihr sprecht von Recht, während euer Dorf stirbt. Der Mann hob den Kopf. Es stirbt nicht, sagte er ruhig. Es hört nur auf zu funktionieren. Das war der Moment, in dem Albrecht den Fehler beging. Er ließ Brot in die Kirche bringen. Sackeweise. Er ließ Suppe kochen und auf den Altar stellen. Er ließ den Priester predigen, laut, eindringlich, von Pflicht, von Sünde, von dem Willen Gottes. Essen ist Gehorsam, rief Vater Matthäus, obwohl seine Stimme zitterte. Wer hungert, widersetzt sich der Ordnung. Die Frauen wurden hereingetragen oder geführt. Sie knieten vor dem Altar. Der Geruch von Brot erfüllte den Raum. Ein Geruch, der normalerweise jeden Widerstand brach. Albrecht trat vor sie. Esst, sagte er, hier, jetzt, vor Gott. So, eine lange Stille folgte. Dann erhob sich eine Frau. Sie war jung, jünger als viele andere. Ihre Knie zitterten, doch ihre Stimme war klar. Wir haben unser Leben lang gegessen, wenn man es uns befahl, sagte sie, und gearbeitet, und geboren, und begraben. Sie sah zum Altar. Wenn das Gehorsam war, dann war er Tor. Der Graf machte einen Schritt auf sie zu. Du verfuhrst die anderen, sagte er, du bist die Anführerin. Die Frau schüttelte den Kopf. Nein, das ist der Punkt. Sie drehte sich und sah die anderen an. Niemand nickte. Niemand widersprach. Es war nicht nötig. Wir haben keine Anführerin, fuhr sie fort. Und deshalb können sie uns keine nehmen. Ein Murmeln ging durch die Kirche. Kein Aufruhr, eher ein langsames Verstehen. Albrecht spürte, wie ihm die Kontrolle entglitt. Er griff nach dem einzigen Mittel, das ihm noch blieb. Dann verhungert, sagte er kalt, ich werde neue Frauen holen. Aus anderen Dörfern. Zum ersten Mal ging ein sichtbares Zittern durch die Reihen. Nicht aus Angst, aus Zorn. Eine ältere Frau hob den Kopf. Ihre Stimme war rau, aber fest. Ohne uns, sagte sie, gibt es kein Dorf, das sie fühlen konnten. Albrecht lachte, kurz und hart. Ihr überschätzt auch. Die Frau sah ihn an Lange. Dann sagte sie den Satz, der wie ein Riss durch den Raum ging. Sie unterschätzen die Lehre. In dieser Nacht essen einige Männer zum ersten Mal allein. Das Brot schmeckte nach nichts. Die Häuser fühlten sich größer an, kalter. Kinder wachten schreiend auf, weil niemand kam. Und irgendwo, außerhalb des Dorfes, saßen zwei fortgebrachte Frauen nebeneinander und teilten sich einen Becher Wasser. Sie aßen nicht.
Der Fehler des Grafen war nicht sein harte Gewissen, sondern sein Glaube, dass Macht durch Zwang zurückkehrt, wenn sie durch Abwesenheit verloren geht. Am Morgen des 6. Tages war das Dorf noch da, aber es gehörte ihm nicht mehr so wie zuvor. Der Hunger kam nicht als Schmerz, kam als Stillstand. Am Morgen des 6. Tages erwachte das Dorf zu einem Zustand, den niemand benennen konnte. Es war kein Chaos, kein Aufruhr, kein offener Zusammenbruch. Es war etwas Gefahrlicheres. Nichts geschah. Graf Albrecht von Rabenfels trat vor das Haus des Forstherrs und sah Männer auf dem Platz stehen, untätig, die Hände in den Taschen, die Blicke leer. Früher hatte dieses Bild Zorn in ihm geweckt. Jetzt weckte es Unruhe. Warum arbeitet niemand? Fragte er. Ein Müller zuckte mit den Schultern. Die Mühle steht. Warum? Weil niemand das Korn vorbereitet hat. Albrecht ging zur Mühle. Das Rad stand still, obwohl der Bach genug Wasser führte. Im Inneren lag Getreide in Säcken, ungemahlen. Niemand hatte die Körner gesiebt. Niemand hatte die Stein gereinigt. Kleine Handgriffe, unsichtbar und doch entscheidend. Ging weiter. Zum Webhaus. Die Webstühle waren leer. Die Faden gespannt, aber nicht verknotet. Niemand wusste mehr, welcher Faden zuerst geführt werden musste. Ein Mann versuchte es, fluchte, gab auf. Im Krautergarten hinter der Kirche wuchs alles wild. Die Pflanzen waren da, doch niemand hatte sie geschnitten, getrocknet, gemischt. Ein Kind lag im Schatten eines Baumes und hustete. Niemand wusste, welches Blatt ihm half. Der Hunger war noch immer nicht in den Magen. War in den Übergangen. Tut etwas, sagte der Graf zu den Männern. Sie taten es, sie versuchten es. Doch jeder Handgriff führte zu einem neuen Problem. Brot verbrannte, Kleidung riss, Milch verdarb. Das Dorf hatte funktioniert, weil unzählige kleine Entscheidungen jeden Tag getroffen worden waren. Entscheidungen, die niemand je als Macht erkannt hatte, bis sie fehlten. Am Nachmittag kam Vater Matthaus zum Grafen. Seine Stimme war müde. 3 Kinder haben Fieber, sagte er. Ich weiß nicht, was ich ihnen geben soll. Dann lernt es, schnauzte Albrecht. Der Priester sah ihn Lange an. So, das hatte jemand ihnen beibringen müssen. Der Graf schwieg. Am Rand des Dorfes traf Albrecht auf einen alten Mann, der versuchte, eine Kuh zu melken. Seine Hände zitterten. Die Kuh trat unruhig. Sie lässt mich nicht, sagte der Mann. Sie kennt mich nicht. Ein Satz, so einfach und doch wie ein Schlag. Als die Sonne unterging, wurden die ersten Konsequenzen sichtbar. Nicht laut, nicht dramatisch, aber unumkehrbar. Brot wurde rationiert, Wasser musste weiter getragen werden. Die Arbeit verdichtete sich, lastet auf immer weniger Schultern. Die Frauen blieben in den Häusern. Sie lagen nicht mehr alle. Einige saßen, manche standen, sie sprachen kaum, sie aßen nicht, aber sie beobachteten. Albrecht wusste es. Spürte ihre Blicke wie ein Gewicht. In der Nacht versuchte er, einen letzten Befehl zu geben. Ließ verkünden, dass jede Frau, die wieder arbeite, Schutz und Vorrang erhalten würde. Mehr Brot, bessere Kleidung, Sicherheit. Am nächsten Morgen meldete sich keine einzige. Stattdessen fand man an der Tür der Kirche ein weiteres Zeichen. Kein Drohbrief, kein Aufruf, nur ein Stück Stoff, ordentlich gefaltet. Darauf mit Kohle geschrieben: Arbeit ist kein Naturzustand. Sie ist eine Entscheidung. Der Graf las die Worte mehrmals. Hatte immer geglaubt,
Arbeit sei etwas, das man verlangen konnte, etwas, das selbstverständlich floss, von unten nach oben. Nun sah was geschah, wenn dieser Fluss versiegte. Ein Soldat trat zu ihm. Herr, sagte leis, die Männer fragen, wie lange das noch so weitergehen soll. Albrecht antwortete nicht sofort. Blickte über das Dorf, das noch immer stand, Häuser, Felder, Wege, alles da. Und doch wusste es funktionierte nicht mehr. Der Hunger hatte kein Gesicht, keine Stimme, keine Waffe. War einfach das, was übrig blieb, wenn die Arbeit verschwand. Und zum ersten Mal fragte sich der Graf nicht, wie die Frauen brechen konnte, sondern ob es sich leisten konnte, sie weiter zu verlieren. Am 7. Tag sprach eine Frau, und zum ersten Mal fürchtete der Graf nicht ihre Worte, sondern deren Ruhe. Der 7. Tag begann mit Regen, kein Sturm, kein Unwetter, nur ein gleichmäßiges, geduldiges Fallen, als wolle der Himmel Zeit gewinnen. Graf Albrecht von Rabenfels stand unter dem Vordach der Kirche und beobachtete, wie der Platz sich langsam leerte. Männer suchten Schutz, Kinder froren, niemand arbeitete. Der Hunger hatte den Körper noch immer keinen Namen gegeben, aber hatte den Rhythmus zerbrochen. Vater Matthaus trat neben den Grafen. Seine Soutane war durchnässt, sein Blick müde. Sie wird mit mir sprechen, sagte leis. Wer? Fragte Albrecht, obwohl es ahnte. Eine der Frauen, Anna, die Witwe des Schmeids. Albrecht zögerte. Warum sei? Der Priester schüttelte den Kopf. Sie hat nichts zu verlieren. Und genau deshalb hört man ihr zu. Sie saßen in der Sakristei. Ein kleiner Raum, kalt, nach Wachs riechend. Anna saß auf der Bank, den Rücken gerade, die Hände gefaltet. Sie war dünn geworden, aber nicht schwach. Ihre Augen waren wasch, klar, ohne Fiberglanz. Du wolltest reden, begann der Graf. Nein, sagte Anna ruhig, wolltet zuhören. Albrecht verzog das Gesicht, dann sprich. Sie schwieg einen Moment, nicht aus Zögern, sondern als Prophetie, ob der Raum geeignet war für das, was folgen sollte. Wir hungern nicht, sagte sie schließlich. Der Graf lehnte sich vor. Das ist eine Lüge. Anna schüttelte den Kopf. Es ist eine Entscheidung. Warum? Fragte Albrecht scharf. Nennt mir einen Grund. Anna sah ihn an lange. Dann begann sie zu sprechen, langsam, als wolle sie nichts verschwenden. Mein Mann ist vor 3 Wintern gestorben, sagte sie. Hat gearbeitet, bis seine Hände blutig waren. Für das Dorf, für euch. Als krank wurde, arbeitete ich weiter. Als starb, arbeitete ich weiter. Ich habe gegessen, wenn es Brot gab, und gefastet, wenn es keines gab. Immer dann, wenn man es von mir erwartete. Der Graf wollte unterbrechen, doch der Priester hob die Hand. Jetzt essen wir nicht, fuhr Anna fort, zum ersten Mal, weil wir es selbst beschlossen haben. Und ihr nennt das Gerechtigkeit? Fragte Albrecht. Nein, antwortete sie, wir nennen es Sichtbarkeit. Der Graf lachte kurz. Ihr seid sichtbar. Ihr habt ein ganzes Dorf lahmgelegt. Anna nickte. Genau das meine ich. Sie beugte sich leicht vor. Ihr habt uns immer gesehen als Arbeit, als Hände, als Körper, nie als Entscheidung. Ihr gefährdet Kinder, warf Albrecht ein. Nein, sagte Anna ruhig, wir zeigen ihnen, wie Abhängigkeit aussieht. Ein Schweigen legte sich über den Raum.
Draußen trommelte der Regen gegen die Fenster. Es wird weitere Tote geben, sagte der Graf schließlich. Das wisst ihr. Anna nickte. Ja, und trotzdem macht ihr weiter. Ja, warum? Sie sah ihn an, und in ihrem Blick lag nichts als Klarheit, weil nichts anderes uns geschützt hat. Der Graf stand auf. Er ging ein paar Schritte, blieb stehen. Was wollt ihr? Fragte er. Sagt es endlich. Anna schüttelte den Kopf. Nicht jetzt. Wann dann, wenn ihr verstanden habt, dass es nicht um Bitten geht? Der Graf ballte die Hände. Spielt mit dem Leben. Anna erhob sich. Mühsam, aber ohne Hilfe. Wir spielen nicht, sagte sie. Wir zahlen. Als sie ging, blieb der Graf zurück wie jemand, dem man einen Spiegel gezeigt hatte, den nicht sehen wollte. Am Nachmittag starb eine zweite Frau, still, ohne Aufsehen, kein Aufschrei folgte, keine Panik, nur ein leiser Riss, der sich weiter durch das Dorf zog. Die Männer begannen, Fragen zu stellen. Nicht laut, untereinander. Was, wenn sie recht haben? Was, wenn alles wirklich von ihnen abhängt? Was, wenn wir nie gelernt haben, es zu sehen? Der Graf hörte diese Fragen wie ein fernes Summen. Wusste, etwas hatte sich unwiderruflich verschoben. In der Nacht ließ Anna erneut holen. Allein. Ihr habt gesagt, ihr nennt es Sichtbarkeit, begann Wie lange wollt ihr sichtbar bleiben? Anna sah ihn an, so lange, bis nicht mehr fragt, wie uns stoppen konnt, sondern was ohne uns nicht mehr konnt. Der Graf schloss die Augen. Zum ersten Mal seit Tagen spürte etwas, das lange nicht gekannt hatte, Zweifel. Die erste Beichte war gesprochen worden, nicht als Bitte, nicht als Anklage, sondern als Wahrheit. Und der Hunger, den der Graf nun spürte, kam nicht aus dem Bauch. Kam aus der Erkenntnis. Das Macht ohne Zustimmung nichts weiter als ein leerer Befehl war. Der 7. Abend brachte keinen Aufruhr. Brachte einen Satz und der genügte. Der Platz füllte sich langsam, nicht auf Befehl, sondern aus Notwendigkeit. Männer standen in kleinen Gruppen, sprachen gedampft, blickten immer wieder zu den Häusern, in denen die Frauen blieben. Kinder saßen auf den Stufen der Kirche. Niemand spielte, niemand lachte. Graf Albrecht von Rabenfels trat vor. Hatte keine Rüstung angelegt, nur den Mantel. Es war kein Zeichen der Milde, sondern der Unsicherheit. Wusste, dass Waffen hier nichts entscheiden. Hört zu, begann Seine Stimme trug weit, das hier muss enden. Ein Murmeln ging durch die Menge. Kein Widerspruch, kein Beifall. 2 Frauen sind tot, fuhr fort. Weitere werden folgen. Ich werde das nicht zulassen. Da bewegte sich etwas am Rand des Platzes. Eine Frau trat aus dem Schatten, dann eine zweite, dann mehrere. Sie kamen nicht gemeinsam, aber gleichzeitig, als hatten sie auf denselben unsichtbaren Moment gewartet. Anna war unter ihnen. Sie stellte sich nicht in die Mitte. Sie stellte sich davor, zwischen den Grafen und der Menge. Albrecht spürte, wie sich der Raum veränderte. Nicht lauter, dichter. Ihr habt gesagt, wollt, dass es endet, sagte Anna, wir auch. Dann erwiderte der Graf, jetzt. Anna schüttelte den Kopf, so endet es nicht. Ein Mann rief, sagt endlich, was ihr wollt. Anna sah ihn an, dann die anderen Männer, dann den Grafen. Sie sprach ruhig, ohne Pathos. Wir wollen nicht verhandeln. Während wir uns entschuldigen.
sagte sie, und wir wollen nicht bitten, während glaubt, uns zu gewahren. Der Graf machte einen Schritt vor. Das ist Sturheit. Nein, sagte Anna, das ist Klarheit. Sie drehte sich zu den Frauen. Keine nickte, keine widersprach. Es war nicht nötig. Dann sah sie weiter zum Grafen und sprach den Satz: Ohne Frauen, kein Land. Es war kein Ruf, kein Schlachtruf, kein Befehl. Es war eine Feststellung, so nüchtern wie eine Rechnung. Der Platz wurde still. Sogar der Wind schien zu warten. Albrecht lachte kurz, reflexhaft. Übertreibung. Anna antwortete nicht sofort. Sie zeigte mit der Hand auf den Platz. Wer hat heute Brot gebacken? Niemand meldete sich. Wer hat die Kranken versorgt? Stille. Wer hat die Kinder beruhigt? Schweigen, das ist vorübergehend, sagte der Graf. Ihr seid ersetzbar. Anna sah Eichen Lange an, dann ersetzt uns. Ein leises Raunen. Nicht empört erstaunt. Der Graf spürte, weil Eichem die Worte entglitten. Wollte weitersprechen, doch wusste, hatte es versucht, und es hatte nicht funktioniert. Ein Mann trat vor. Herr, sagte leise, wir haben es versucht. Wir können nicht alles. Ein anderer ergänzte, nicht so, nicht zusammen. Der Graf hob die Hand, Ruhe. Wandte sich weiter an Anna. Ihr riskiert alles. Wir haben alles riskiert, lange bevor wir aufgehört haben zu essen. Erwiderte sie, nur hat es niemand bemerkt. Ein Soldat trat nahe. Ei Herr, wenn wir jetzt nachgeben. Albrecht fuhr herum. Es geht nicht Nachgeben. Wandte sich weiter zur Menge. Es geht Ordnung. Anna antwortete sofort. Ordnung ohne uns ist Stillstand. Ein Kind begann zu weinen. Niemand ging zu ihm. Der Graf spürte, wie sich der Satz in ihm festsetzte, wie ein Dorn, den man nicht greifen konnte. Ihr habt keine Forderungen gestellt, sagte keine Bedingungen. Noch nicht, sagte Anna. Warum nicht? Weil wir zuerst wollten, dass ihr zuhört. Der Graf atmete tief durch, und jetzt. Anna zögerte einen Moment. Dann sagte sie, jetzt habt ihr gehört. Sie trat einen Schritt zurück. Die Frauen bewegten sich nicht, aber etwas hatte sich gelöst. Nicht im Dorf im Grafen. Sah den Platz. Die Männer, die Kinder, die leeren Hände. Dachte an die Speicher, wohl bis oben, an die Mühl still, an die Betten, in denen Frauen wach lagen und entschieden, nichts zu tun. Ohne Frauen kein Land, wiederholte leise. Der Satz klang nicht mehr trotzig, klang wahr. Geht, sagte schließlich, für heute. Niemand jubelte, niemand protestierte. Die Frauen wandten sich ab und gingen zurück in die Häuser. Die Männer blieben stehen, als hatten sie Angst, sich zu bewegen und damit etwas zu zerbrechen. In dieser Nacht schlief der Graf nicht. Ging durch das Dorf allein. Sah, was fehlte, nicht als Mangel, sondern als Abhängigkeit. Jede Tür, jedes Werkzeug, jede Ecke erzählte dieselbe Geschichte. Am Morgen des 8. Tages ließ verkünden, dass es Gespräche geben werde, nicht Befehle, nicht Drohungen, Gespräche, und irgendwo, hinter geschlossenen Türen, aßen die Frauen noch immer nicht, aber sie wussten, der Satz hatte gewirkt. Nicht, weil laut gewesen war, sondern weil nichts weiter enthielt als die Wahrheit. Der Graf suchte ein Gesicht, das brechen konnte. Fand nur Weile, und keines davon gehörte allein jemandem.
Am 8. Tag begann der Versuch der Spaltung. Graf Albrecht von Rabenfels hatte verstanden, dass Befehle versagten. Drohungen waren stumpf geworden, also griff zu dem Werkzeug, das ihm immer gedient hatte, wenn Gewalt nicht reichte, das Versprechen. Ließ die Frauen einzeln rufen, nicht öffentlich, nicht gemeinsam, jede für sich. Die erste war Martha, eine junge Mutter. Sie trat ein, gestützt auf den Turachmen, aber aufrecht. Der Graf bot ihr einen Stuhl an. Brot lag auf dem Tisch, frisch, warm. Du musst nicht für die anderen sprechen, begann ruhig. Nur für dich. Martha sah das Brot an. Dann ein, ich spreche nie nur für mich, sagte sie. Albrecht lächelte dünn. Ich kann dir Schutz geben. Mehr Worte. Dein Kind wird nicht frieren. Martha schwieg einen Moment. Dann schüttelte sie den Kopf. Wenn ich esse, waren die anderen es nicht tun, bin ich nicht geschützt. Ich bin allein. Die zweite war Lena, eine Weberin. Der Graf bot ihr Stoffe an, bessere Arbeit, einen Platz im Haus des Verwalters. Du bist geschickt, sagte du konntest es besser haben als die anderen. Lena antwortete ohne Zorn, besser für wenn. So ging es weiter, Gold, Vorrang, Erleichterungen, Versprechen von Sicherheit. Keines davon Werfing, nicht weil die Frauen keine Angst kannten, sondern weil sie etwas Größeres erkannt hatten. Am Mittag trat der Verwalter an den Grafen heran. Herr, sagte leise, es funktioniert nicht. Warum? Fragte Albrecht scharf. Der Verwalter rang nach Worten. Weil es niemanden gibt, den man herauslösen kann, sie decken einander. Albrecht wusste, dass dies der Kern war. Die Kollektivmaske, kein Name, der herausragte. Keine Stimme, die lauter war. Kein Gesicht, das man bestrafen konnte, ohne alle zu treffen. Versuchte es anders. Am Nachmittag ließ verkünden, dass jede Frau, die sich losage, öffentlich gehört wurde. Ein Zeichen, ein Beispiel. Niemand trat vor. Stattdessen kam Anna ungerufen. Sie stellte sich an den Rand des Platzes, nicht in die Mitte. Genau dort, wo man sie nicht isolieren konnte. Sucht jemanden, sagte sie ruhig, aber es gibt niemanden. Es gibt immer jemanden, entgegnete der Graf. Anna schüttelte den Kopf, nicht mehr. Sie hob einen kleinen Holzspan auf, der am Boden lag. Seht ihr das? Fragte sie die Männer. Allein ist wertlos, zusammen ist ein Dach, ein Feuer, ein Haus. Der Graf trat nachher, versteckt Juck. Nein, sagte Anna, wir teilen. Ein Murmeln ging durch die Menge, nicht laut, zustimmend. In dieser Nacht versuchte der Graf etwas Gefahrlicheres. Ließ das Gerücht streuen, dass es bald zu Verhaftungen kommen werde, dass Namen gesammelt wurden, dass Schuldige benannt seien. Die Männer trugen die Angst nach Hause, sie flüsterten, sie fragten, sie hofften, dass ihre Frau vielleicht verschont wurde. Doch die Frauen reagierten anders. Am Morgen des 9. Tages öffneten sie die Türen. Alle, sie traten heraus, stellten sich vor ihre Häuser, nicht dicht gedrängt, nicht in Reihen, einfach sichtbar, jede für sich und doch untrennbar. Keiner sprach, der Graf ging durch die Gasse. Sah Gesichter, die kannte, alte, junge, Mutter, Witwen. Keine wich aus, keine trat hervor, wer von euch hat begonnen? Fragte laut, Stille, wer entscheidet hier? Stille, wer tragt die Verantwortung? Eine Frau antwortete schließlich, nicht Anna, eine andere, wir alle. Der Graf schloss die Augen, für einen Moment sah klar,
es gab keine Spitze, die man kappen konnte, nur ein Netz, und jeder Versuch, es zu zerreißen, machte es fester. Die Folgen wurden nun auch für ihn persönlich spürbar. Sein Haus war kalt, niemand hatte Feuer gemacht, seine Kleidung lag ungewaschen. Seine Mahlzeiten waren schlecht zubereitet. Nicht aus Bosheit, aus Mangel an Wissen. Ein Soldat sagte leise, Herr, wir verlieren Zeit. Albrecht nickte, nein, sagte wir verlieren Kontrolle. Am Abend saß allein, dachte an Kriege, an Aufstände, an Bauern, die mit Mistgabeln kamen. Das Heer war anders, es gab keinen Feind, nur Abwesenheit. Und diese Abwesenheit trug eine Maske, die niemand abnehmen konnte, weil sie keinem Einzelnen gehörte. Ließ Anna holen, weiter, habt gewonnen, sagte nicht. Sagte, habt euch unantastbar gemacht. Anna antwortete ruhig, nein, wir haben uns unteilbar gemacht. Was ist der nächste Schritt? Fragte Der nächste Schritt ist eurer, sagte sie, nicht unserer. Als sie ging, wusste der Graf, die Macht war noch in seinen Händen, aber sie rutschte, und jeder Versuch, sie fester zu greifen, ließ sie schneller entgleiten. In dieser Nacht schrieb einen Entwurf. Kein Befehl, kein Edikt, ein Angebot. Zum ersten Mal seit Beginn des Hungers schrieb nicht, was geschehen müsse, sondern was verhandelbar war. Und während schrieb, essen die Frauen noch immer nicht. Aber sie warteten nicht mehr nur. Sie hielten stand. Der Hunger war nie ihr Feind gewesen. War ihr Werkzeug. Jetzt stand plötzlich auf der anderen Seite des Tisches. Am Morgen des 10. Tages wachte Graf Albrecht von Rabenfels mit einem dumpfen Schmerz im Leib auf. Nicht scharf, nicht dramatisch. Ein leiser, nagender Druck, der Eichen daran erinnerte, dass Macht nicht satt machte. Rief nach dem Frühstück. Was kam, war dünne Suppe, lauwarm, ohne Salz. Der Löffel klirrte gegen den Rand der Schale wie ein Huhn. Wo ist das Brot? Fragte Der junge Knecht senkte den Blick. Es wurde nicht gebacken, Herr. Warum? Der Knecht zögerte. Niemand hat den Tag angesetzt. Albrecht wusste, was das bedeutete. Der Hunger hatte die Schwelle des Herrenhauses überschritten. Ging durch die Küche, leere Regale, ungereinigte Töpfe, kein Duft von Krautern, kein Rauch von frischem Feuer. Alles war funktional, aber ohne die unsichtbare Ordnung, die sonst selbstverständlich war. Warum habt ihr niemanden gezwungen? Fuhr den Verwalter an. Der Mann antwortete leise, wir können sie nicht zwingen. Herr, sie tun nichts, nichts. Dieses Wort war schwerer als jede offene Rebellion. Auf dem Hof begannen die Soldaten zu murren. Nicht laut, noch nicht, aber ihre Schritte wurden unruhiger, ihre Blicke kürzer. Ein hungriger Mann stellte Fragen, die ein Satter nie dachte. Am selben Vormittag kämen die Abgaben aus den umliegenden Höfen verspottet. 2 Säcke Korn fehlten. Ein Bauer erklärte hastig, dass seine Frau krank sei. Eine an der Lieferung kam verdorben an. Es war kein Zufall. Es war System. Albrecht zog sich in sein Arbeitszimmer zurück. Der Entwurf vom Vorabend lag noch auf dem Tisch. Worte wie Ausgleich, Worte, gemeinsam Verantwortung. Gestern hatten sie klug geklungen. Heute wirkten sie wie ein Eingeständnis. Zerriss das Papier, holt Anna, sagte Anna kam am Nachmittag.
sie wirkte schwacher. Ihre Wangen waren eingefallen, ihre Schritte langsamer, aber ihre Augen waren klar. Ihr Leidet stellte sie fest. Keine Genugtuung, nur Feststellung. Ihr Autsch, erwiderte der Graf. Anna nickte. Ja, wie lange noch? Fragte solange es nötig ist. Bis was geschieht. Seine Stimme war scharfer, als wollte. Anna sah ihn lange an, bis versteht, dass Hunger kein Zustand ist, ist eine Beziehung. Der Graf schlug mit der Hand auf den Tisch. Ich habe euch ein Angebot gemacht. Ein Angebot, das nur existiert, weil wir hungern, antwortete sie ruhig. Das ist kein Ausgleich, das ist Druck. Ihr treibt es zu weit. Nein, sagte Anna, wir treiben es zu Ende. Am Abend desselben Tages brach der erste Mann im Herrenhaus zusammen. Ein alter Schreiber, der seit Tagen schlecht gegessen hatte. Nichts Lebensbedrohliches, aber sichtbar. Schwache wurde plötzlich öffentlich. Die Nachricht ging durch das Dorf wie ein leiser Windstoß. Kein Jubel, kein Lachen, nur ein tiefes, gemeinsames Einatmen. Die Frauen versammelten sich nicht. Sie blieben, wo sie waren, in Häusern, auf Banken, am Brunnen. Ihre Stärke lag weiterhin im Nicht-Zusammentreten. In der Nacht begann es zu regnen. Dünn, kalt, anhaltend. Der Hunger fühlte sich schwerer an, wenn die Luft feucht war. Am 11. Tag ließ der Graf den Dorfplatz vorbereiten. Nicht für eine Strafe, für eine Rede. Trat hinaus, sichtbar müde. Sein Mantel hing schief, sein Gesicht war fahl. Die Männer kamen zuerst, dann die Frauen, still, wartend. Ich habe erkannt, begann Albrecht, dass dieses Land nicht durch Befehle erhalten wird. Niemand reagierte. Ich habe erkannt, dass Ordnung ohne Zusammenarbeit zerfällt. Einige Köpfe hoben sich. Ich bin bereit, Worte freizugeben. Gemeinsam Lager, gerechte Verteilung. Ein Murmeln, vorsichtig. Anna trat einen Schritt vor, nur einen. Und was verlangt dafür? Fragte sie. Der Graf schwieg einen Moment. Dann sagte dass ihr wieder arbeitet. Dass ihr esst, dass dieses Schauspiel endet. Anna schüttelte den Kopf. Es ist kein Schauspiel. Es ist eine Antwort. Worauf? Fragte geeist. Auf Jahre des Schweigens. Ein Mann rief aus der Menge. Wir brauchen Frieden. Anna drehte sich zu ihm. Frieden ohne Stimme ist nur Ruhe. Der Graf spürte, wie ihm der Boden entglitt. Nicht abrupt. Langsam, wie Sand, der zwischen den Fingern rieselt. Was wollt ihr? Fragte nicht laut, nicht herrisch. Anna antwortete nicht sofort. Sie sah zu den anderen Frauen. Keine nickte, keine widersprach. Dann sagte sie, wir wollen gehört werden, bevor wir gebraucht werden. Ein Satz, einfach, unverhandelbar. Der Graf wusste, der Hunger hatte ihn eingeholt. Nicht im Magen allein, sondern im Fundament seiner Herrschaft. Konnte nachgeben oder verlieren. Und verlieren heißt hier nicht Sturz, es heißt Bedeutungslosigkeit. Am Abend ließ erneut schreiben. Diesmal langsam, mit zitternder Hand. Ein Dokument, das nicht als Gnade formuliert war, sondern als Anerkennung. Währenddessen saßen die Frauen in ihren Häusern. Manche zitterten, manche weinten leise, manche heilten einander die Hände. Der Hunger tat weh, aber tat nun auch dem Herrn weh. Und das war der Wendepunkt. Das Brot war klein, aber es wog mehr als jedes Versprechen. Der 12. Tag begann ohne Glocken,
Normalerweise lautet zu Sonnenaufgang die kleine Kirchenglocke, ein Zeichen für Ordnung, für Zeit, für Gewohnheit. An diesem Morgen blieb sie stumm. Niemand hatte daran gedacht, oder niemand hatte es gewagt. Im Herrenhaus saß Graf Albrecht über dem Dokument, das in der Nacht beendet hatte. Die Tinte war an einigen Stellen verlaufen, nicht wegen Eile, wegen Müdigkeit. Es war kein Edikt. Es war ein Abkommen. Gemeinsame Worte, öffentliche Kontrolle. Ein festgelegtes Maß für Abgaben. Und das war neu, das Recht der Frauen, Vertreterinnen zu benennen, wenn Entscheidungen getroffen wurden, die Arbeit, Nahrung und Alltag betreffen. Der Verwalter las es schweigend. Dann hob den Blick. Wenn ihr das verkündet, sagte vorsichtig, gebt ihr etwas aus der Hand. Der Graf nickte, ich weiß. Es wird nicht rückgängig zu machen sein. Das meiste Wichtige ist das Nie. Gegen Mittag las Albrecht den Dorfplatz vorbereiten. Kein Podest, keine Banner, nur ein Tisch. Darauf das Dokument und daneben ein Laib Brot, ein Einzeiger. Die Menschen kamen langsam, ohne Ruf, ohne Zwang. Die Frauen stellten sich nicht vorne auf. Sie blieben unter den anderen, unauffällig, absichtlich. Anna stand neben Martha, beide waren blass. Martha hielt sich an einer Bank fest. Jemand reichte ihr Wasser. Sie nahm es an, trank einen Schluck nicht mehr. Der Graf trat vor. Ich habe unterschrieben, sagte keine Einleitung, keine Rechtfertigung. Ein Raunen ging durch die Menge. Dieses Abkommen tritt heute in Kraft. Nicht morgen, heute. Hob das Brot. Sein Hand zitterte leicht. Dieses Brot gehört niemandem allein. Es gehört dem Dorf. Ein alter Mann trat vor. Wer teilt es? Der Graf sah zu Anna. Einen Moment lang zögerte Dann reichte ihr das Brot. Anna nahm es nicht sofort. Sie sah in die Menge. Dann fragte sie, ist jemand dagegen? Niemand antwortete. Sie brach das Brot nicht mit einem Messer. Sie riss es mit den Händen, langsam, sorgfältig. Sie gab das erste Stück nicht sich selbst, auch nicht dem Grafen. Sie gab es Martha. Martha zögerte, ihre Hände zitterten. Sie sah Anna an. Iss es, sagte Anna leise, aber langsam. Martha biss ab, ein kleiner Bissen. Sie schloss die Augen, nicht aus Freude, aus Erleichterung. Weitere Stücke wurden verteilt, klein, bedacht. Niemand nahm mehr als nötig. Niemand drängte. Der Graf beobachtete alles. Ihm wurde kein Stück angeboten. Sagte nichts. Erst als fast nichts mehr übrig war, reichte Anna ihm ein kleines Stück, kaum größer als ein Daumen. Ihr auch, sagte sie, nahm es, aß, kaut langsam. Das Brot schmeckte trocken, aber ehrlich. In diesem Moment geschah etwas Unspektakulares und doch Entscheidendes. Der Hunger hörte auf, ein Zeichen zu sein. Wurde wieder ein Zustand. Am Nachmittag begannen die Arbeiten, nicht auf Befehl, aus Notwendigkeit. Feuer wurden entfacht, Teg angesetzt, Wasser geholt, alles vorsichtig. Als fürchte man, ein falscher Schritt könne alles zunichte machen. Die Frauen arbeiteten, aber anders, nicht hastig, nicht schweigend. Sie sprachen miteinander, tauschten Blicke, prüfend, wach. Der Graf ging durch das Dorf. Niemand wich ihm aus, aber niemand verbeugte sich tief. Es war ein neuer Abstand, nicht respektlos, aber bewusst. Am Abend gab es Suppe, für alle, dünn, aber warm. Niemand aß sich satt. Das war Absicht. Der Körper musste zurückfinden. Anna saß mit den anderen Frauen.
sehr as langsam. Nach dem dritten Löffel legte sie den Löffel weg. Genug für heute, sagte sie. In der Nacht schlief das Dorf unruhig. Der Hunger war nicht verschwunden, aber hatte seine Richtung geändert. Im Herrenhaus saß der Graf noch lange wach. Er dachte nicht an Macht. Er dachte an Abhängigkeit. Und daran, wie blind er gewesen war. Am nächsten Morgen würde die eigentliche Prüfung beginnen. Nicht, ob man essen konnte, sondern ob man teilen konnte, ohne zu vergessen. Denn ein Abkommen war nur Papier, Vertrauen musste täglich neu gebacken werden. Der Hunger hatte gesprochen, nun musste entschieden werden, ob man ihm zuhören wollte, wenn schwieg. Der 13. Tag begann mit Gerauschen, die man lange nicht gehört hatte. Holz, das auf Stein schlug, Wasser, das in Eimer floss, Stimmen leis, vorsichtig, tastend. Kein Befehl hatte sie ausgelost. Kein Ruf, sie kamen, weil Menschen weiter glaubten, dass es einen Morgen gab, der sahelte. Im Dorf backte man Brot, nicht gemeinsam an einem Ort, sondern in kleinen Ofen, in Häusern verteilt. Absichtlich, niemand wollte, dass Macht sich wieder in einer Tour sammelte. Der Graf beobachtete das von seinem Fenster aus. Er sah Frauen, die Entscheidungen trafen, ohne zu fragen, Männer, die warteten, ohne zu murren, Kinder, die lernten, dass Essen nicht selbstverständlich war und doch geteilt werden konnte. Er wusste, der Konflikt war nicht vorbei, hatte nur die Form gewechselt. Am Vormittag traf sich der erste Kreis. Keine Versammlung, kein offizieller Rat. Nur eine Gruppe von Frauen, die nebeneinander saßen. Nicht im Herrenhaus, im alten Speicher, wo früher Korn gelagert worden war. Anna war da, Martha, Lena und andere. Keine nannte sich Anführerin. Aber alle hörten zu, wir müssen entscheiden, wie wir sprechen, sagte Lena. Nicht heute, aber bald. Sprechen, fragte Martha leise. Ja, antwortete Anna. Jetzt, wo man uns zuhört. Ein Murmeln, Zustimmung, Zweifel. Wenn wir laut werden, verlieren wir, sagte eine ältere Frau. Wenn wir still werden ebenso. Anna nickte, deshalb bleibt die Stimme, die wir schon hatten. Welche? Fragte jemand. Die gemeinsam, sagte Anna. Ohne Namen. Am selben Tag kam der Graf zu ihnen. Ohne Begleitung. Blieb an der Tür stehen. Ich will verstehen, sagte er. Niemand stand auf, niemand bot ihm einen Platz an. Nach einem Moment setzte sich selbst auf einen Balken. Habt bekommen, was wolltet, fuhr fort. Warum haltet ihr Juk zurück? Anna antwortete nicht sofort. Dann sagte sie, weil das Schwerste nicht ist, etwas zu erzwingen, sondern es zu bewahren. Traut mir nicht, stellte der Graf fest. Nicht mehr als nötig, sagte Anna ruhig. Nickte. Was bleibt also? Die Stimme, sagte sie, und wem gehört sie? Niemandem. Am Nachmittag kam es zur ersten Prüfung. Ein Händler aus einem Nachbardorf wollte Korn verkaufen, zu hohem Preis. Früher hatte der Graf entschieden. Jetzt wartete er. Die Frauen bereiten sich. Kurz, still. Dann sagten sie nein. Der Händler lachte. Werdet es bereuen. Anna antwortete ruhig, vielleicht, aber gemeinsam. Der Händler ging. Der Graf sah zu, sagte nichts. Doch in ihm regte sich etwas Unruhiges. War nicht mehr der Ursprung von Entscheidungen. War Teil ihres Rahmens geworden. Am Abend fragte der Verwalter, Herr, sollen wir eingreifen? Der Graf schüttelte den Kopf. Nicht heute.
In der Nacht horte man wieder die Glocke, nicht zum Morgengrauen, sondern spät, unregelmäßig. Jemand hatte sie gelautet, einen Kranken zu rufen. Nicht als Zeichen der Ordnung, sondern der Hilfe. Am 14. Tag setzte sich Anna allein auf den Dorfplatz. Kein Ruf hatte sie dorthin gebracht. Die Menschen kamen trotzdem, langsam, unaufgefordert. Ein Mann fragte, was tun wir, wenn es weiter knapp wird? Anna antwortete, dann erinnern wir uns. Woran? Dass wir einmal beschlossen haben, nicht allein zu hungern. Der Graf stand am Rand. Horte zu. Sprach nicht. In diesem Moment verstand die wahre Veränderung war nicht das Abkommen gewesen. Es war die Gewohnheit des Zuhörens. Am Abend schrieb einen Brief. Nicht an den König. Nicht an einen Verbündeten. An sich selbst. Schrieb, was geschehen war, ohne sich zu rechtfertigen. Schrieb, Macht, die nicht geteilt wird, verdirbt wie Brot im Keller. Die Frauen essen an diesem Abend mehr, noch immer vorsichtig, aber ohne Schuld. Der Hunger war nicht vergessen. Und genau deshalb hatte seine Stimme behalten. Das Land gehörte dem Grafen auf dem Papier. Aber es lebte nur dort, wo Frauen blieben. Der 15. Tag brach ruhig an, so ruhig für einen Ort, der gerade gelernt hatte, sich selbst zuzuhören. Kein Hunger mehr, der schmerzte, keine Angst, die schrie, nur eine gespannte Stille wie der Moment, bevor man entscheidet, ob etwas Bestand haben darf. Graf Albrecht von Rabenfels stand früh auf, zog keinen Mantel, der großer machte, nur den alten, schlichten, den früher auf Reisen getragen hatte. Wollte heute nicht herrschen. Wollte anwesend sein. Auf dem Dorfplatz hatten sich Menschen versammelt, nicht gerufen, nicht gesagt. Sie kamen, weil sie wussten. Heute wurde etwas abgeschlossen oder verloren. Anna war da, Martha, Lena, die Alten, die Jungen, Männer und Frauen, vermischt. Niemand stand vorne, niemand hinten. Es gab kein Zentrum mehr. Der Graf trat einen Schritt vor, nur einen. Ich habe regiert, als sei dieses Land ein Besitz, begann Ich habe gelernt, dass es ein Gefüge ist. Kein Applaus, kein Murmeln, zu hören. Ich habe geglaubt, Hunger sei ein Mittel, fuhr fort. Ich weiß jetzt, ist ein Spiegel. Atmete tief ein, dann sagte den Satz, den geglaubt hatte und doch fürchtete. Ohne Juck, sah zu den Frauen, gibt es kein Land. Ein Raunen ging durch die Menge. Kein Triumph, Erstaunen, Anerkennung, nicht, weil arbeitet, ganzte nicht, weil ihr nachhört, sondern weil ihr erinnert. Anna trat vor, diesmal nicht zögernd, nicht vorsichtig, erinnern reicht nicht, sagte sie ruhig. Man muss handeln, wenn es weiter schwer wird. Der Graf nickte, deshalb gebe ich heute etwas zurück, das mir nie allein gehört hat. Reichte dem Verwalter ein Schriftstück, der man so gerte, dann begann laut zu lesen. Es war kein neues Abkommen. Es war eine Bindung, ein Rat, beste Hand zur Hälfte aus Frauen. Mit festgelegtem Mitspracherecht bei Abgaben, Worten, Arbeitspflichten. Nicht als Ausnahme, als Regel. Einige Männer verzogen die Stirn, andere nickten langsam. Und wenn wir weitersprechen? Fragte einer. Anna antwortete, dann sprechen wir, nicht schweigen. Nicht hungern, sprechen. Der Graf fügte hinzu, und ich werde zuhören, nicht aus Gnade, aus Notwendigkeit. Ein Kind lachte irgendwo, ein kurzes, helles Gerausch. Es brach die Spannung mehr als jede Rede.
Am Mittag wurde gegessen, zum ersten Mal ohne Maß, nicht gierig, aber ohne Angst, Brot, Suppe, ein wenig Kasse, die Körper nahmen, was sie brauchten, die Seilen begannen zu glauben, der Graf aß mit, nicht separat, nicht bedient, saß auf einer Bank, das Brot in der Hand. Niemand beobachtete ihn, und genau das war nu. Am Nachmittag kamen die Händler zurück, diesmal mit fairen Preisen. Sie hatten gehört, was geschehen war, nicht von einem Aufstand, von etwas Ungewöhnlicherem, von Ordnung ohne Gewalt. Ein Händler murmelte, ein seltsames Dorf. Lena hörte es, siehe la Kälte, ja. Als die Sonne tiefer stand, gingen die Frauen auseinander, nicht erschöpft, nicht siegreich, wachsam. Sie wussten, was sie geschaffen hatten, konnte verloren gehen, wenn man es nicht lebte. Anna blieb einen Moment allein auf dem Platz. Der Graf trat zu ihr. Würdet ihr bleiben? Fragte er. Anna sah ihn an. Dann auf das Dorf, auf die Häuser, auf die Kinder, ja, sagte sie, solange es dieses Land gibt. Und wenn es wieder versucht, Jutsch zu vergessen, Anna antwortete ohne Zögern, dann werden wir es wieder erinnern. Der Graf nickte, hatte nichts mehr hinzuzufügen. In der Nacht schlief das Dorf tief, nicht erschöpft vom Hunger, sondern vom Denken, vom Tragen neuer Verantwortung. Der Hunger war vorbei, aber war nicht verschwunden. Hatte sich verwandelt in Wissen, und dieses Wissen ging von Haus zu Haus, von Mutter zu Tochter, von Frau zu Frau, still, beharrlich, unaufhaltsam. Denn alle hatten gelernt, ohne Frauen kein Land.